Die 19-jährige Studentin Yvonne Johnson flog zu ihren Eltern, um dort die Sommerferien zu verbringen. Sie konnte ja nicht ahnen, wie ihr Urlaub enden würde. Was Yvonne in den letzten Minuten ihres Lebens erlebte, war die Hölle. Diese tragische Geschichte ereignete sich 2005 und erschütterte einen Großteil Südasiens. Es ist eine Geschichte über Macht, Einfluss und Gerechtigkeit, darüber, wie ungerecht das Leben manchmal sein kann. Yvonne Johnson wurde am 15. August 1985 in Sri Lanka als Tochter des Schweden Roger und der Sri Lankarin Shamalka geboren. Yvonne war die älteste Tochter. Neben ihr wuchs in der Familie Johnson noch die jüngere Caroline auf. Freunde beschrieben Yvonne als eine nette, gütige und fleißige Person. Sie war für viele ein Vorbild. Yvonne träumte seit ihrer Kindheit davon, Modedesignerin zu werden. Aus diesem Grund zog sie Anfang 2005 in die USA, um eine Ausbildung an einer Designschule zu absolvieren. Die Familie Johnson war wohlhabend. Die Eltern halfen ihrer ältesten Tochter beim Umzug in ein anderes Land. Ende Juni 2005 kam Ivona in den Ferien nach Hause und wohnte bei ihren Eltern, die zu dieser Zeit in der exklusiven Wohnanlage Roy Park in Rajagiri lebten. Juni und Juli sind weltweit die Hochsaison der Sommerferien. Yvonne kehrte für kurze Zeit nach Hause zurück, um sich zu erholen, Freunde zu treffen, vertraute Orte zu besuchen und einfach die Natur zu genießen. Die meiste Zeit verbrachte Yvonne mit ihren Eltern und ihrer Schwester Caroline, die zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre alt war. Caroline hatte vor kurzem begonnen, sich mit einem 19-jährigen Jungen namens Jude Shramanta Jayamaha zu treffen. Yvonne und Jude hatten früher dieselbe internationale Schule in Colombo besucht. Sie waren nie befreundet, hatten nie miteinander gesprochen, waren sich aber in den Fluren der Schule begegnet. Im Sommer 2005 begannen Yvonne, Caroline und Jude gemeinsam auszugehen, in Clubs zu feiern und eine unbeschwerte Zeit zu verbringen. Es war Freitag, der 30. Juni. An diesem Tag waren in fast allen Nachtclubs von Columbus große Partys geplant. Yvonne und Caroline beschlossen, sich zu amüsieren. Um 20 Uhr fragten die Schwestern ihren Vater Roger, ob sie seinen blauen Jeep nehmen dürften, um zu Freunden in die Nachbarstadt Columbus zu fahren. Der Vater antwortete, »Ja, ich erlaube euch, zu zweit zu fahren, aber bitte kommt auch zusammen zurück.« Die Schwestern Johnson stiegen in den Jeep und fuhren los. Sie fuhren zu Jude. Er wohnte in einem luxuriösen Haus. Seine Eltern waren keine einfachen Leute, sondern ziemlich bekannte Geschäftsleute in Columba. Sie besaßen ein beliebtes Restaurant und eine Catering-Firma, die Essen für große Veranstaltungen und Feiern lieferte. Yvonne und Caroline holten Jude gegen 20:30 Uhr ab und fuhren zu dritt in eine Bar namens Das Weiße Pferd. Im Weißen Pferd trafen sie 4 ihrer Freunde. Die jungen Leute unterhielten sich und tranken ein wenig. Schließlich wurde es ihnen langweilig und sie beschlossen, an einen anderen Ort zu gehen, in einen Club namens Glow. Als sie im Glow ankamen, stellte sich heraus, dass es dort noch langweiliger war. Es waren nur wenige Leute da, die Musik war schlecht und es gab keinen DJ. Die Freunde kehrten um, stiegen ins Auto und fuhren zu einer anderen Bar namens Blue Elephant, die sich in der Nähe des Hilton Colombo Hotels befand. Dort war es lustiger, aber die Gruppe blieb nicht lange. Bald erreichten sie das Hotel, wo sie eine weitere Freundin aus Korea trafen. Nach 20 Minuten kehrte die Gruppe zum Blauen Elefanten zurück. Es war bereits 0:30 Uhr. Yvonne, Caroline, Jude und ihre 5 Freunde tranken und tanzten im Blauen Elefanten. Dort kam es zu einer seltsamen Situation. In der Bar bemerkte Caroline einen alten Bekannten, der ihr aus der Ferne zuwinkte. Sie ging zu ihm hin. Sie unterhielten sich kurz und gingen dann wieder zu ihren jeweiligen Freunden zurück. Jude gefiel diese Situation nicht. Möglicherweise dachte er, dass ein Fremder mit Caroline flirtete und sie seine Avancen erwiderte. Bald bemerkten die Freunde, dass Jude und Caroline anfingen zu streiten. Jude war sehr wütend und schrie laut. Caroline begann zu weinen. Leider gibt es keine genauen Informationen darüber, wie sich die Ereignisse weiterentwickelten. In der Bar spielte laute Musik. Laut Jude mischte sich Yvonne in den Konflikt ein und stellte sich auf seine Seite. Jude sagte, dass Yvonne zustimmte, dass Caroline Unrecht hatte und Jude richtig gehandelt hatte, als er sie beschimpfte. Sie habe es verdient. Caroline erzählte jedoch eine ganz andere Geschichte. Ihren Angaben zufolge mischte sich Yvonne in den Konflikt ein und beschimpfte Jude vor allen Anwesenden dafür, dass er Caroline verärgert hatte. Yvonne sagte, er habe kein Recht, ihre Schwester vor so vielen Leuten anzuschreien. Nach dem Streit war die Stimmung bei allen schlecht.
Jude und Caroline sagten allen, es sei Zeit, nach Hause zu gehen. Yvonne und ihre koreanische Freundin beschlossen, in der Bar zu bleiben und noch ein wenig zu tanzen. Nach einer Weile kehrten sie in den Club Glow zurück. Bald darauf ging die Koreanerin nach Hause und Yvonne blieb allein im Club zurück. Um 2 Uhr morgens erreichten Jude und Caroline den Wohnkomplex Royal Park. Sie gingen zusammen in den 23. Stock. Caroline lud Jude in ihre Wohnung ein und führte ihn ins Schlafzimmer. Sie schlossen die Tür ab. Die Eltern schliefen im Nachbarzimmer. Nach 30 Minuten rief der Junge ein Taxi und ging. Am 1. Juli um 6 Uhr morgens wachte Roger Johnson auf und begann, sich für die Arbeit fertig zu machen. Bevor er ging, betrat er Carolines Zimmer, aber seine jüngere Tochter war nicht da. Der Mann wurde unruhig. Dann ging er zu Yvonnes Zimmer und stellte fest, dass die Tür von innen verschlossen war. Roger dachte, dass seine Töchter zusammenschliefen und weckte sie nicht. Er ging zu seiner schlafenden Frau und fragte: »Sind die Mädchen in Yvonnes Zimmer eingeschlafen?« Seine verschlafene Frau antwortete: »Ja, sie sind sehr spät zurückgekommen und schlafen noch.« Roger beruhigte sich und atmete tief durch. Er verließ die Wohnung, rief den Aufzug und sah, während er darauf wartete, eine Notiz, die Caroline für Yvonne hinterlassen hatte. Darauf stand: »Weck mich, wenn du nach Hause kommst.« Roger las die Notiz, maß ihr aber keine besondere Bedeutung bei. Er stieg in den Aufzug und fuhr weg. Einige Stunden vergingen. Shamalka wachte auf und ging in Yvonnes Zimmer, um ihre Töchter zu wecken. Aber es stellte sich heraus, dass nur Caroline im Bett schlief. Yvonne war nicht zu Hause. Caroline wachte auf und begann, sich für die Schule fertig zu machen. Ihre Mutter fragte, wo Yvonne sei. Caroline antwortete, dass sie nichts wisse. Caroline war bereits zu spät. In Eile schrieb sie ihrem Freund Jude eine Nachricht, dass ihre Schwester nach der Party nicht nach Hause gekommen sei. Jude antwortete: »Wahrscheinlich amüsiert sie sich noch.« Danach rief Caroline ihre koreanische Freundin an, die mit Yvonne in der Bar geblieben war. Die Koreanerin berichtete, dass sie und Yvonne zum Club Glow zurückgekehrt waren. Dann fuhr sie nach Hause, während Yvonne allein im Club blieb. Shamalka und Caroline waren besorgt, hofften aber dennoch, dass Yvonne bald zurückkommen würde. Um 9 Uhr verließen sie das Haus, stiegen ins Auto und der Fahrer brachte sie zur Schule. Unterwegs wurde Shamalka unwohl. Die Frau war sehr besorgt. Sie bat den Fahrer umzukehren und sie nach Hause zu fahren. Zu dieser Zeit wurde es im Wohnkomplex Royal Park sehr belebt. Die Bewohner verließen nacheinander ihre Wohnungen, um joggen zu gehen, zur Arbeit zu fahren oder zur Schule zu gehen. Die koreanische Freundin, die Yvonne als letzte gesehen hatte, wohnte ebenfalls im Royal Park, nur im 16. Stock. Morgens um kurz nach 10 Uhr kam die Hausangestellte der Koreanerin, eine Frau namens Sheila Anthony, wie üblich in ihre Wohnung, um aufzuräumen und das Mittagessen zuzubereiten. Die Wohnungsbesitzerin bat Sheila, einige Sachen zu den Nachbarn oben zu bringen. Sheila rief den Aufzug, um vom 16. in den 19. Stock zu fahren. Aber das Warten dauerte zu lange. Die Frau beschloss, zu Fuß hinaufzugehen. Als sie die Treppe erreichte, die zum 19. Stock führte, bot sich ihr ein schrecklicher Anblick. In einer Blutlache lag eine junge Frau. Sheila schrie auf. Sie stolperte über eine Stufe, stürzte und schlug hart auf. Als sie wieder zu sich kam, rannte sie zum Büro des Hausverwalters und berichtete von ihrem schrecklichen Fund. Zuerst lachte der Hausverwalter Sheila aus und sagte, sie habe wahrscheinlich nur einen Geist gesehen. Dann ging der Mann selbst in den 19. Stock und sah sich die Treppe an. Der Verwalter sah Blut und eine Leiche, die in einer seltsamen Position lag. Er dachte, es sei eine Puppe, und jemand habe beschlossen, ihnen einen Streich zu spielen. Leider war es weder ein Geist noch eine Puppe. Der Unterkörper der jungen Frau war entblößt. Ihre Jeans war bis zu den Knöcheln heruntergezogen und um ihren Hals gewickelt. Sie war erwürgt worden. Ihr Kopf war stark zerschlagen. Der Verwalter erkannte die Tote sofort. Es handelte sich um die 19-jährige Yvonne Johnson. Die Polizei traf am Ort des Geschehens ein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich niemand in Johnsons Wohnung. Bald darauf kamen Kemalka und Caroline am Haus an. Sie gingen in den 23. Stock. Dort wurden sie von Polizisten empfangen. Man zeigte ihnen ein Foto, das in der Handtasche der Verstorbenen gefunden worden war. Kemalka und Caroline erkannten das Foto von Yvonne. Sie verstanden sofort, dass etwas Schreckliches passiert war. Die Beamten riefen Roger an und baten ihn, dringend nach Hause zu kommen. Der Mann ließ alle seine beruflichen Verpflichtungen stehen und eilte zum Royal Park. Dort teilte man ihm die schreckliche Nachricht mit.
Roger weigerte sich zu glauben, dass dies wahr sein sollte. Er beschloss, Yvonne sehen zu wollen und begab sich zu dem Ort, an dem die junge Frau gefunden worden war. Caroline folgte ihrem Vater. Was Vater und Tochter auf der Treppe sahen, schockierte sie. Caroline schwieg mehrere Tage lang. Vor Schock konnte sie kein Wort herausbringen. Anhand des Berichts des Gerichtsmediziners versuchten die Beamten zu rekonstruieren, was in der Nacht mit Yvonne geschehen war. Als Yvonne nach Hause zurückkehrte, begegnete ihr jemand in der Nähe ihrer Wohnung im 23. Stock. Dort geschah etwas, und Yvonne rannte schnell die Treppe hinunter. Der Täter holte sie ein. Es kam zu einem Kampf. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen an beiden Knöcheln. Es gelang ihr, sich zu befreien, und sie rannte erneut die Treppe hinunter und hinterließ dabei grausame Spuren. Ohrringe und andere Gegenstände lagen auf den Treppen verstreut. Im 19. Stock holte der Täter Yvonne erneut ein und schlug ihren Kopf heftig auf den Boden. Ihr Schädel zerbrach in 63 Teile. Danach zog der Mörder ihr die Jeans aus, band sie um ihren Hals und erwürgte sie. Anschließend nahm er ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche und floh aus dem Royal Park. Laut Autopsiebericht war die Todesursache von Yvonne Johnson das Ersticken mit der Jeans. Die Polizei versiegelte den Tatort und befragte alle Familienmitglieder und Freunde der Verstorbenen. Die Beamten erfuhren schnell von der Party und dem Streit zwischen Caroline und Jude und wie die letzten Stunden von Yvonne verlaufen waren. Caroline erzählte, dass ihr Freund Jude sie nach der Tragödie fast einen ganzen Tag lang nicht angerufen und ihr keine Nachrichten geschickt hatte, was zuvor noch nie vorgekommen war. Sie standen ständig in Kontakt. Die Ermittler interessierten sich für Jude. Sie luden Chamalka und Caroline zu einer Befragung vor und baten sie, so viele Details wie möglich über diesen jungen Mann zu erzählen. Yvonne und Jude kannten sich seit ihrem 9. Lebensjahr. Sie gingen in Colombo zur selben Schule. Caroline gab zu, dass Jude Yvonne nie gefallen hatte und sie versucht hatte, ihr von einer Beziehung mit diesem Jungen abzuraten. Yvonne erzählte ihrer Mutter, dass Jude sehr verwöhnt sei, verbotene Substanzen konsumiere und Alkoholprobleme habe. Außerdem hatte er Probleme in seiner Familie, die sich auf seine psychische Gesundheit auswirkten. Yvonne gestand ihrer Mutter und ihrer Schwester, dass Jude von der internationalen Schule in Colombo ausgeschlossen worden war, weil er verbotene Substanzen auf das Schulgelände gebracht hatte. Außerdem wechselte Jude seine Freundinnen wie seine Handschuhe. Trotzdem beschloss Caroline, dem Jungen eine Chance zu geben und begann im Februar 2005, sich mit ihm zu treffen, als ihre Schwester bereits in die USA gezogen war. Yvonne war sehr wütend. Bei der Vernehmung fügte Chamalka hinzu, dass Caroline eine hervorragende Schülerin war. Aber nachdem sie angefangen hatte, sich mit Jude zu treffen, verschlechterten sich ihre Noten drastisch. Die Polizei fand heraus, dass Judes Eltern sich scheiden ließen, als er 11 Jahre alt war. Und während dieser 11 Jahre stritten sich seine Mutter und sein Vater ständig. Jude blieb bei seinem Vater, der sofort eine neue Frau mit nach Hause brachte. Seit seiner Kindheit war Jude ungehorsam und gewalttätig. Er wechselte mehrere Schulen und ging dann nach Australien, wo er an der Wirtschaftsuniversität studierte. Zum Zeitpunkt der Tragödie war er, wie Yvonne, nach Sri Lanka in die Ferien geflogen. Nach der Tragödie im Royal Park verschwand Jude. Er brach den Kontakt ab, beantwortete weder Anrufe noch Nachrichten. Erst nach einem Tag meldete er sich wieder. Jude kam in die Wohnung der Familie Johnson, um sein Beileid auszusprechen. Als sie den Jungen sahen, riefen Yvonnes Eltern sofort die Polizei. Jude wurde zur Polizeistation gebracht und erzählte den Ermittlern seine Geschichte. Der Junge verschwieg nicht, dass er sich auf der Party mit Caroline gestritten hatte, weil er eifersüchtig auf einen anderen Jungen war. Laut Jude unterstützte Yvonne ihn und beschämte ihre Schwester. Er erzählte, dass er und Caroline gegen 2 Uhr morgens in die Wohnung der Familie Johnson im Royal Park zurückgekehrt seien, wo sie miteinander geschlafen hätten. Nach 30 Minuten fuhr er mit dem Taxi nach Hause. Laut Jude habe er Yvonne nicht gesehen und wisse nicht, was mit ihr in dieser schrecklichen Nacht passiert sei. Nach dem Verhör begannen die Ermittler, die Aussage des Mannes zu überprüfen. Sie kontaktierten seine Freunde und fanden das Taxi, mit dem Jude in dieser Nacht gefahren war. Allmählich kam seine Lüge ans Licht. Judes enger Freund Mohammed Shafras berichtete, dass Jude ihn in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli angerufen und gebeten habe, ihn aus dem Royal Park abzuholen. Zunächst lehnte Mohammed ab, da es schon zu spät war. Jude bat ihn jedoch weiterhin zu kommen und versprach ihm, dass er für immer sein Freund bleiben würde, wenn er ihm jetzt helfen würde.
Nach langem Zureden willigte Mohammed schließlich ein. Gegen 2:50 Uhr morgens fuhr er mit dem Taxi zum Royal Park. Dort kam Jude in Hemd und Unterhose auf das Auto zugerannt. In seinen Händen hielt er eine Jeans. Der Taxifahrer, der Mohammed gebracht hatte, bestätigte dies ebenfalls. Später stellte sich heraus, dass Jude auf der Party andere Kleidung getragen hatte. Er trug ein anderes Hemd und eine andere Hose. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass auf dem Geländer im 19. Stock ein teilweise blutiger Handabdruck gefunden wurde, der mit dem Handabdruck von Jude übereinstimmte. Bei der Befragung erzählte der junge Mann, dass er, bevor er in ein Taxi stieg und wegfuhr, das Schwimmbad der Wohnanlage besucht hatte, wo er duschte und sich saubere Kleidung anzog. Der Prozess begann. Die Anklage legte zahlreiche Beweise gegen Jude Shramanta Jayamahi vor. Den Handabdruck, den Streit auf der Party, Yvonnes persönliche Abneigung sowie die Tatsache, dass Judes Kleidung, die er an diesem Abend in den Clubs und Bars getragen hatte, nie gefunden wurde. Die Verteidigung legte ihrerseits ihre Version vor. Sie behauptete, dass der Handabdruck nur teilweise übereinstimmte und dies kein Beweis sein könne. Nach Angaben des Anwalts kam es zwischen Jude und Caroline zu intimem Kontakt. Aus diesem Grund ging der junge Mann ins Schwimmbad, duschte, erfrischt sich und zog sich um. Caroline bestritt übrigens, dass sie in dieser Nacht mit Jude geschlafen habe. Sie berichtete, dass sie sich 30 Minuten lang in ihrem Zimmer gestritten und ihre Beziehung geklärt hätten. Die Verteidigung legte auch ein paar Schuhe vor, die der Polizei übergeben worden waren. In diesen Schuhen hatte Jude den ganzen Abend und die ganze Nacht verbracht, und es wurde kein Tropfen von Yvonnes Blut darauf gefunden. Der Anwalt behauptete immer wieder, dass zwischen Jude und Yvonne keine Feindschaft bestanden habe. Er habe kein Motiv gehabt, Yvonne auf so grausame Weise zu beseitigen. Am 28. Juli 2006 befand das Gericht Jude für schuldig. Der junge Mann wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Alle, die diesen Fall verfolgt hatten, atmeten erleichtert auf, dass der Täter bestraft worden war. Viele waren jedoch weiterhin der Meinung, dass Jude Glück gehabt hatte und der Todesstrafe entgangen war. 7 Jahre nach der Tragödie, im Jahr 2012, legte Jude Berufung ein. Daraufhin forderte der Generalstaatsanwalt von Sri Lanka eine Verschärfung des Urteils und die Verlegung von Jude in die Todeszelle. So kam es auch. Jude wurde zum Tode verurteilt. Die Familie Johnson und die Einwohner Sri Lankas jubelten. Die Menschen glaubten an die Gerechtigkeit des Rechtssystems. Alle waren der Meinung, dass der Mörder endlich seine gerechte Strafe erhalten hatte. Aber die Freude war verfrüht. Im Jahr 2015 kam es in Sri Lanka zu einem Machtwechsel. Maithripala Sirisena wurde Präsident. Er hatte das Recht, zu Tode verurteilte Straftäter zu begnadigen. Im November 2019 begnadigte Maithripala Sirisena Jude, der bereits 14 Jahre im Gefängnis verbracht hatte. Es ist erwähnenswert, dass Jude während dieser 14 Jahre hinter Gittern Zugang zu einem Mobiltelefon hatte. Seine Verwandten und Freunde konnten ihn jederzeit besuchen. Er wurde anders behandelt als die anderen Häftlinge. Es stellte sich heraus, dass Maithripala Sirisena ein entfernter Verwandter von Jude war. Genauer gesagt, dass Judes Stiefmutter mit dem Präsidenten verwandt war. Im Jahr 2019 bekannte sich Jude schuldig und wurde begnadigt, da er zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung erst 19 Jahre alt war. Der mittlerweile 33-jährige Jude wurde freigelassen. Danach floh er sofort aus Sri Lanka in ein anderes Land, vermutlich nach Singapur. Im November 2024 nahm das Gericht dank Aktivisten und Medien den Fall des Mordes an Yvonne Johnson erneut auf. Es wurde beschlossen, Jude zurück in die Todeszelle zu bringen, aber zuerst musste der Mann gefunden werden. Die Behörden Singapurs erklärten, dass Jude sich nicht in ihrem Land befinde. Er ist bis heute auf freiem Fuß. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Caroline Johnson hat ihr Heimatland vor vielen Jahren verlassen und geheiratet. In einem ihrer letzten Interviews mit den Medien sagte sie: „Ich werde niemals nach Sri Lanka zurückkehren. Dieses Land hat mein Leben und das meiner Familie zerstört. Ich habe meine Schwester und mein Zuhause verloren. Ich werde kämpfen, bis Jude seine verdiente Strafe bekommt." Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.